Ja, hallo meine Freunde, schön euch hier alle so strahlend wiederzusehen. Ich habe gestern ein Foto bei Instagram gepostet und habe behauptet, mir wäre Flash durchs Bild gelaufen. Natürlich habt ihr mir das nicht geglaubt, das kann ich auch gar nicht verstehen. Und ich habe euch aber versprochen, ich erkläre euch, wie ich das gemacht habe. Also es geht im Detail um dieses Bild und da wolltet ihr wissen, wie denn der rote Strich ins Bild gekommen ist. Und ich habe mir überlegt, ich mache gleich ein kleines Tutorial daraus. Das heißt, ich zeige euch fix, welche Einstellungen ihr an eurer Kamera vornehmen müsst, um überhaupt den Sternenhimmel und das ganze Bild so hinzubekommen. Und dann zeige ich euch fix, wie ihr denn dort einen roten Streifen hinbekommt, dass es aussieht, als wäre es Flash gewesen. Also würde ich mal sagen, ab mit dem Intro. So, kommen wir zunächst dazu, was ihr grundsätzlich erstmal braucht, und zwar ist das eine Kamera. Also entweder eine DSLR, eine Systemkamera, irgendwas in der Art, definitiv kein Smartphone. Ich weiß, es gibt das Gerücht, dass man mit dem Smartphone Langzeitbelichtung machen kann. Ich wollte da mal ein Tutorial drüber machen und habe herausgefunden, dass es tatsächlich nicht geht. Also es gibt Apps, die können Langzeitbelichtung simulieren, aber die legen wohl nur mehrere Bilder irgendwie übereinander. Also, wenn es halt definitiv doch eine Möglichkeit gibt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben, mich eines Besseren belehren. Aber ich wollte vor ungefähr einem Vierteljahr mal ein Tutorial drüber machen und habe gemerkt, es geht nicht, weil es nicht funktioniert. Tagsüber vielleicht ein bisschen, da kann man diesen Effekt wohl simulieren, aber nachts geht es gar nicht und ja, also definitiv eine vernünftige Kamera. Das nächste, was ihr braucht, ist ein Weitwinkelobjektiv. Zumindest dann, wenn ihr viel Sternenhimmel raufbekommen möchtet. Wenn ihr jetzt ein Zoom-Objektiv habt, meinetwegen 50 mm oder so, dann ist nachher der Bereich des Sternenhimmels sehr gering und ihr kriegt auch, wenn ihr vielleicht die Milchstraße fotografieren wollt, sie gar nicht ganz drauf, also irgendwie Weitwinkel. Am besten hier so eins, so wie dieses, 16 bis 35 mm, dann habt ihr einen relativ breiten Spielraum. Prinzipiell seid ihr auch besser aufgehoben, wenn ihr Festbrennweiten statt Zoom-Objektive benutzt, weil die Festbrennweiten einfach mal eine wesentlich schnellere Linse haben. Das heißt, die mehr Licht durchlassen, also der F-Wert geringer ist, wenn ihr so möchtet. Für dieses Foto hatte ich nun allerdings dieses Objektiv genutzt, das 16 bis 35 f4L. Das hat leider den Nachteil, dass es halt höchstens F4 hat und ich nicht runtergehen kann, also kein F2.8, F2 oder irgendwie so, was etwas unpraktisch ist, da so der ISO-Wert doch recht hoch ist und das Bild auch ziemlich verrauscht ist. Es geht für Instagram und so weiter und man kann auch in der Kamera, da komme ich gleich zu, noch ein paar Sachen einstellen, aber prinzipiell ist es schon sinnvoller. Ihr habt irgendwie eine Festbrennweite, meinetwegen 14 mm, 16, 20 und dann irgendwie einen F-Wert von 1,4, 1,8, 2,0, irgendwie sowas in dem Dreh. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, Kameraeinstellung. Je nachdem, was eure Kamera so für Möglichkeiten habt, könnt ihr schon mal von vornherein das Bild irgendwie verbessern. Und zwar gibt es zum Beispiel bei der Kamera und bei vielen anderen Canon-Kameras die Möglichkeit der Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung. Sprich, wenn ihr jetzt meinetwegen ein Foto macht für 30 Sekunden, dann wird danach nochmal ein Foto gemacht, 30 Sekunden lang, allerdings nur mit zugeklapptem Sensor, sodass die Kamera dann das Bildrauschen in diesem Bild ausliest und von dem Hauptbild, was ihr vorher gemacht habt, dieses Bildrauschen nach Möglichkeit irgendwie abzieht. Prinzipiell nach Möglichkeit immer die größtmögliche Blende nehmen. Also meinetwegen f1.2, f1.4, f1.8, f2.0. Was ihr halt könnt, wie gesagt, hier war maximal f4. Der zweite Punkt, der sehr wichtig ist, ist den Fokus einzustellen. Ihr könnt nun, wenn ihr keine Entfernungsskala habt, nicht einfach das Fokusrad auf unendlich drehen, weil normalerweise ist es bei unendlich wieder etwas verschwommen, weil die Objektive immer noch ein bisschen Spielraum haben und im Autofokus wirklich funktionieren, weil es zu dunkel ist. Was ihr aber machen könnt, ihr könnt einen entfernten Baum anvisieren, der ein paar Meter weg ist oder so, oder ein Auto, leuchtet da mit der Taschenlampe hin, macht irgendwie Licht an, legt dein Handy hin, wie auch immer, dass es ein bisschen hell ist, fokussiert einfach da drauf mit Autofokus oder manuell und stellt danach den Fokus definitiv auf manuell ein und rührt den Fokus nicht mehr an. Dann habt ihr definitiv die passende Schärfe für die Entfernung und dann sind die Bilder schon mal grundlegend scharf. Dann ist nun der nächste Punkt, der ganz wichtig ist, um überhaupt diese Sternbilder hinzubekommen, Belichtungszeit. Ganz wichtig ist, dass ihr eine möglichst lange Belichtungszeit habt. Also je länger ihr belichtet, desto weniger Bildrauschen habt ihr rauf und desto schöner sieht das Bild nachher im Endeffekt aus, weil wenn ihr jetzt nur 2 Sekunden oder so belichtet, dann habt ihr nachher ganz schönes Bildrauschen. Also wichtig, Stativ nehmen, Kamera draufstellen und möglichst lange belichten. Allerdings, wenn ihr jetzt zu lange belichtet, dann seht ihr nachher, wie die Sterne unscharf werden, weil sich halt der Sternenhimmel bewegt bzw. die Erde dreht. Entsprechend müsst ihr eine Belichtungszeit auswählen, die so lang ist, dass sie längstmöglich offen ist, ohne dass die Bilder halt anfangen schlieren zu ziehen.
Da gibt es so eine alte Hausmannsregel, sag ich mal, die ist aber schon sehr alt, die stimmt auch nicht mehr ganz, aber da kann man sich erstmal grob orientieren und einen Startpunkt zu haben. Und die besagt, dass man einfach den Wert von 500 nimmt, den durch seine Brennweite teilt und dann die Länge der Belichtungszeit hat, und zwar gemessen an Vollformat. Sprich, wenn ihr jetzt 20 mm Objektiv habt und ihr habt teilt 500 durch 20, dann kommt ihr auf 25, könnt ihr also 25 Sekunden belichten. Wenn ihr jetzt allerdings eine APS-C-Kamera habt mit einem Crop-Faktor von 1,6, dann müsst ihr erst die 20 mm mal 1,6 rechnen, also seid ihr bei 32, also seid ihr bei 500 durch 32, das heißt grob bei, weiß ich nicht, 15 Sekunden. Dann ist es aber so, wie ich gerade gesagt habe, dass diese Regel nicht mehr ganz genau hinkommt. Das hängt damit zusammen, dass mittlerweile die Kameras sehr gut auflösen und entsprechend das auch ein bisschen von der Auflösung abhängig ist. Das heißt, bei meiner Kamera zum Beispiel muss ich von dem Wert ungefähr 20% abziehen, dann komme ich hin. Ich würde euch aber einfach empfehlen, nehmt ein Foto erstmal mit diesen Einstellungen auf, die ihr dadurch ermittelt habt, und dann passt ihr halt das Bild noch ein bisschen an, nach oben oder unten, je nachdem, ob es immer noch scharf ist oder ob es nicht mehr scharf ist. Wenn es halt nicht mehr scharf ist, dann Verschlusszeit kürzer einstellen. Wenn es scharf ist, könnt ihr ruhig noch länger einstellen und gucken, wie weit ihr das Ganze treiben könnt. Dann ist natürlich noch der dritte wichtige Punkt, der ISO-Wert, welchen ihr einstellt. Ihr könnt schlecht, selbst bei 30 Sekunden Belichtungszeit, mit einem ISO-Wert von 100 oder 200 fotografieren und erwarten, dass da schöne helle Bilder rauskommen. Das wird nicht funktionieren. Ihr werdet eher zwischen ISO 1600 und 12800 so in dem Bereich landen. Bei meiner hier bin ich bei ISO 5600 oder 6400, je nachdem. Dann habe ich eigentlich Bilder, wo es dann passt. Mit dem 16 mm Objektiv hätte ich jetzt 10 mm, könnte ich wieder länger belichten, könnte ich den ISO-Wert wieder verringern. Das wäre also ein bisschen besser. Aber so wird es sein. Das heißt, nehmt einfach die Einstellung, macht ein Foto und testet aus, wie hell das ist. Und dann versucht ihr einfach den Sweet Spot zu finden, also den Bereich, wo der ISO-Wert nicht so hoch ist, dass das Bild schon zu verrauscht ist, aber ihr dann noch eine angenehme Helligkeit irgendwie habt. Dann noch als kleiner netter Nebentipp, wenn ihr ein Foto wie dieses hier machen wollt, also mit diesen Star Trails hier oben in der Ecke, dann müsst ihr einfach wesentlich länger noch belichten, weil sich die Sterne halt bewegen und dann habt ihr diese schönen Star Trails. Das heißt, da liegt ihr dann bei 20 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten Belichtungszeit, damit das funktioniert. Und da ist natürlich doof, wenn ihr jetzt ein Foto macht und testet dann, macht 30 Minuten im Foto, merkt ISO-Wert ist doof, weil es irgendwie zu dunkel war, macht nochmal 30 Sekunden, macht das nochmal, das dauert natürlich zu lang. Da könnt ihr einfach teilen. Also wenn ihr jetzt meinetwegen ISO 6400 habt bei 30 Sekunden, das sieht sehr gut aus, dann habt ihr bei 60 Sekunden ISO 3200, bei 2 Minuten ISO 1600, bei 4 Minuten ISO 800 und so weiter. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das heißt, findet einfach bei einer kurzen Belichtungszeit die Einstellung, wo es passt, und teilt das dann einfach, beziehungsweise multipliziert das einfach, damit ihr nachher beim Wert hinkommt. Weil ihr möchtet nicht nachts im Dunkeln 10 mal 30 Minuten fotografieren, das macht dann auch keinen Spaß mehr. Wenn ihr jetzt vielleicht, weil euch das Bild so nicht gefällt, die Blende ändern wollt in eine andere Richtung und auch da den passenden ISO-Wert haben möchtet, ist es das gleiche in grün, bloß dass die Blende sich nicht verdoppelt, die geht immer in 1,4er Schritten. Also ihr habt 1,4, dann habt ihr 2, dann habt ihr 2,8, dann habt ihr 4, 5,6, 8 und so weiter und so fort. Und entsprechend habt ihr dann immer die Verdopplung. Das heißt, von 2,8 auf 4 könnt ihr den ISO-Wert, müsst ihr den verdoppeln für die gleiche Helligkeit. Von 4 auf 5,6 müsst ihr das ebenfalls verdoppeln, den ISO-Wert, um die gleiche Helligkeit zu haben und so weiter und so fort. Also da sind halt die Abstände zwischen den Blendenstufen immer 1,4. Das heißt, immer mit 1,4 multipliziert, heißt den ISO-Wert um die Hälfte anpassen oder ums Doppelte, je nachdem. So, jetzt wo dieser schnöde, trockene Teil durch ist, der aber wichtig war, damit ihr wisst, wie es funktioniert, erkläre ich euch, wie dieses Bild entstanden ist. Und zwar ganz einfach durch Spaß. So ist es. Im Prinzip wisst ihr, wie es jetzt funktioniert, also geht ihr raus, habt Spaß und probiert ein bisschen aus. Spielt ein bisschen mit Lichtern rum und testet einfach, was so passiert. Und genauso ist dieses Bild entstanden. Ich habe mich oben an diesen Dünenweg hingestellt, also an diesen Bohlenweg zwischen den Dünen, und habe den Fotografiker angewiesen, dass er sich quasi genau in die Mitte stellen soll, weil ich ihn in der Mitte haben wollte. Und dann hat er seine Taschenlampe genommen und hat damit in den Himmel geleuchtet. Nicht die ganze Zeit, weil der Taschenlampenstrahl dann einfach zu hell gewesen wäre. Das heißt, das Bild wurde 25 Sekunden belichtet und davon hat er 3, 4, vielleicht 5 Sekunden die Taschenlampe angehabt, also nicht die ganze Zeit. Dann habe ich mir selbst eine Taschenlampe genommen, habe den Auslöser gedrückt und bin mit der Taschenlampe einmal zu ihm gelaufen und wieder zurück. Und ihr seht genau auf dem Boden dieses Bildes, das heißt hier quasi auf dem Weg,
seht ihr da so eine dunkle-orange Spur. Da habe ich quasi die Taschenlampe nach unten gehalten, als ich gelaufen bin. Da habe ich überhaupt nicht drauf geachtet, wo sie ist. Bin dann um ihn rumgelaufen und habe dann die Taschenlampe wohl nach vorne gestreckt und bin dann wieder zur Kamera hingelaufen und wieder dahinter. Und habe mich dabei unheimlich beeilt, weil ich hatte ja 25 Sekunden Zeit und wollte halt in diesen 25 Sekunden auch um ihn rum sein und wieder zurück. Ich habe danach aus dem letzten Loch gehechelt, weil es sandig war und anstrengend war zu laufen, aber es hat sich definitiv gelohnt und ja, also das war wirklich nur so eine Sache, wo ich sage, einfach mal ausprobieren. Und ich bin zwar selber durchs Bild gelaufen, aber weil das Bild halt 25 Sekunden belichtet war und ich mich so schnell bewege, falle ich in dem Bild nicht auf. Das heißt, ich bin einfach zu dunkel. Die Taschenlampe, weil die so hell ist, fällt aber auf als Lichtspur. Im Endeffekt ist es so, als würdet ihr jetzt eine Straße fotografieren mit Langzeitbelichtung, die Autos vorbeifahren, vielleicht von der Brücke oder so. Und ja, ihr müsst nicht immer einen Punkt aufsuchen, der bewegtes Licht hat. Ihr könnt auch einfach selbst Licht bewegen. Wie gesagt, vielleicht eine Taschenlampe nehmen, damit irgendwie rumlaufen, vielleicht euren Kumpel mit dem Auto vorbeifahren lassen, vielleicht lasst ihr euren Kumpel mit dem Fahrrad an euch vorbeifahren und strahlt mit der Taschenlampe die Reflektoren an. Das gibt bestimmt auch einen geilen Effekt. Was ihr zum Beispiel auch machen könnt, ist einfach eine Taschenlampe zu nehmen oder euer Handy und in der Luft damit Namen zu schreiben oder sowas während der Langzeitbelichtung. Dann werdet ihr auch nachher sehen, dass ihr die Linien dann fest in der Luft habt, als wären sie dadurch Geisterhand erschienen. Sowas könnt ihr auch machen. Wir hatten Bilder, da haben wir uns mit dem Handy gegenseitig angeblendet und haben das als Langzeitbelichtung gemacht. Also einfach rumprobieren, rumprobieren, rumprobieren. So, das war es jetzt auch mit diesem schnöden, trockenen Tutorial. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei und konntet irgendwie was mitnehmen. Guckt euch am besten nochmal den Anfang an und schreibt euch ein bisschen auf, wie das funktioniert. Ihr braucht jetzt nicht unbedingt die beste Kamera, ihr braucht nicht das beste Objektiv. Wichtig ist, dass ihr einfach Spaß habt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr selbst so ein Foto macht und ihr wurde von mir inspiriert, taggt mich gerne unter dem Bild, markiert mich, schreibt mich an. Ich gucke mir das gerne an. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, das Video zu liken und gerne darunter zu kommentieren, ob ihr sowas auch schon gemacht habt oder ob euch sowas Spaß macht. Und ihr könnt auch gerne runterschreiben, was ihr euch noch weiter für Fotografie- oder Videografie-Tutorials von mir wünscht. Ich wünsche euch wie gesagt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Bye bye.